Du hast dein Gehalt bekommen und noch bevor die 3. Rechnung abgebucht ist, fragst du dich schon wieder, wo alles hin ist. Du arbeitest, du bist vorsichtig, du kaufst dir nichts Verrücktes und trotzdem fühlt sich jeder Monat an wie ein Drahtseilakt, bei dem eine einzige unerwartete Rechnung reicht, um alles zum Wanken zu bringen. Und irgendwo tief drinnen hast du begonnen, einer gefährlichen Idee zu glauben, dass allein mehr Gehalt dieses Gefühl beenden würde. Man hat dir beigebracht, das Problem sei die Zahl auf dem Gehaltszettel, dass, sobald du genug verdienst, der Stress von allein verschwindet, das Leben sich stabilisiert und Wohlstand einfach folgt. Das ist keine Wahrheit. Das ist ein Versprechen, das dich genau dort hält, wo du bist. Denn es verschiebt die Lösung immer eine Gehaltserhöhung weiter in die Zukunft, ohne dass sich an deinem eigentlichen Verhalten je etwas ändern müsste. Niccolò Machiavelli hätte diesem Versprechen widersprochen. In seinen Discorsi schrieb er, entgegen der landläufigen Meinung sei nicht das Gold der eigentliche Kern der Stärke, sondern gute, gut geführte Kräfte dahinter. Geld allein, ohne Struktur und Können, hält keinem Ernstfall stand, egal wie viel davon da ist. Das ist nicht dein Einkommen, das ist dein System. Und in den nächsten Minuten zeige ich dir 4 Strategien, mit denen du nicht mehr auf mehr Gehalt wartest, sondern beginnst, Kontrolle über das aufzubauen, was du bereits hast. Zahle dich selbst zuerst. Die meisten Menschen zahlen in einer bestimmten Reihenfolge. Miete, Rechnungen, Abos, Bequemlichkeit. Und wenn danach etwas übrig bleibt, denken sie vielleicht ans Sparen. Das ist kein System, das ist Kapitulation vor dem eigenen Konto. George S. Clason beschrieb in seinem Klassiker Der reichste Mann von Babylon aus dem Jahr 1926 ein einfaches Prinzip, das seither Generationen von Sparern geprägt hat. Ein Teil von allem, was du verdienst, gehört dir und du behältst ihn, bevor irgendjemand anderes daran kommt. Kein Forschungsergebnis, sondern eine Regel, die sich seit fast 100 Jahren bewährt. Stell dir vor, du würdest deinem Vermieter Geld schulden und einfach beschließen, bis nächsten Monat zu warten. Was würde passieren? Druck, Konsequenzen, Dringlichkeit. Aber bei deiner eigenen Zukunft behandelst du genau diese Schuld wie eine Option, etwas, das warten kann. Das ist verkehrt herum. Dein zukünftiges Ich ist der wichtigste Gläubiger, den du je haben wirst. Ignoriere ihn lange genug und er wird auf eine Weise eintreiben, die weit schmerzhafter ist als jede Mahngebühr. Und hier kommt der Einwand, den fast jeder bringt. Ich verdiene nicht genug, um zu sparen. Das ist keine Logik, das ist eine Ausrede, denn es geht nicht um die Höhe des Betrags, es geht um die Gewohnheit. Ob du 20 € beiseite legst oder 200, ändert dein Leben heute nicht. Aber es verändert etwas Grundlegenderes, die Überzeugung, dass Vermögensaufbau nicht verhandelbar ist. Sie sagen, am Monatsende schaue ich, was übrig bleibt, dann lege ich das zur Seite. Schwacher Weg. Erst alles bezahlen, konsumieren und am Ende feststellen, dass nichts mehr da ist. Starker Weg. Am Tag des Gehaltseingangs zuerst einen festen Betrag automatisch beiseite legen, bevor überhaupt eine andere Rechnung bezahlt wird, egal wie klein er ist. Diese Reihenfolge trainiert nicht dein Konto, sie trainiert deine Identität. Sie sendet dir selbst ein einziges klares Signal. Vermögensaufbau geschieht nicht, wenn alles perfekt ist. Er geschieht, weil nichts perfekt ist und trotzdem eine Regel steht, die niemand verhandelt. Es gibt eine Person, deren Leben dieses Prinzip fast lehrbuchhaft zeigt, lange bevor sie berühmt wurde. Im Jahr 1855, mit 16 Jahren, begann John D. Rockefeller als Buchhalter bei der Handelsfirma Hewitt & Tuttle in Cleveland zu arbeiten. Von seinem allerersten Gehalt an führte er ein Notizbuch, das er später Ledger A nannte, und trug darin jeden einzelnen eingenommenen und ausgegebenen Cent ein. Was dabei besonders auffällt, schon von diesem ersten bescheidenen Gehalt legte er einen festen Anteil für wohltätige Zwecke zurück. Nicht, weil davon übrig war, sondern weil er diesen Anteil von Anfang an eingeplant hatte. Diese Gewohnheit machte ihn nicht über Nacht reich, aber sie gab ihm etwas, das lange davor kam: Kontrolle. Und Kontrolle kommt immer vor Macht. Diese Praxis der lückenlosen Aufzeichnung und des vorrangigen Zurücklegens behielt Rockefeller sein Leben lang bei. Jahrzehnte bevor aus dem jungen Buchhalter der Mann wurde, der die Ölindustrie eines ganzen Landes prägte. Der Punkt ist nicht, dass jeder zum Milliardär wird, der sich selbst zuerst bezahlt. Der Punkt ist, dass niemand es wird, ohne diese Reihenfolge irgendwann für sich zu entscheiden. Vielleicht denkst du jetzt, der Betrag sei zu klein, um etwas zu bewirken. 20 € im Monat verändern dein Leben heute tatsächlich nicht spürbar. Aber genau das ist nicht der Punkt dieser Übung. Der Punkt ist Wiederholung, nicht Höhe. Es geht darum, deinem eigenen Gehirn beizubringen, dass Vermögensaufbau nicht optional ist, sondern feste Regel, lange bevor die Beträge groß genug sind, um überhaupt spürbar zu sein. Der Kontoauszugspiegel.
Hast du jemals deine Banking-App geöffnet und ehrlich gedacht, wo ist das alles hin? Nicht beiläufig, nicht scherzhaft, sondern wirklich verwirrt, als wäre das Geld einfach verschwunden. Es fühlt sich an wie Diebstahl. Es ist keiner. Geld verschwindet nicht. Es entkommt leise, wiederholt, unsichtbar. Der Verhaltensökonom Richard Thaler beschrieb 1999 in seiner Arbeit über mentale Buchführung ein Muster, das genau das erklärt. Menschen führen im Kopf getrennte Konten für verschiedene Ausgabenarten. Der Kaffee gehört zu einem Konto, das Abendessen zu einem anderen, das Abo zu einem dritten. Und weil jedes Konto für sich klein wirkt, unterschätzt du systematisch, was am Ende des Monats tatsächlich zusammenkommt. Das Tückische an dieser mentalen Buchführung ist, dass sie sich völlig vernünftig anfühlt, während sie passiert. 5 € für einen Kaffee wirken belanglos. 15 € für Lieferung wirken nach einem verdienten kleinen Luxus nach einem langen Tag. Keine dieser einzelnen Entscheidungen fühlt sich falsch an. Erst die Summe am Ende des Monats zeigt, dass 100 kleine, für sich harmlose Entscheidungen zusammen ein großes Loch hinterlassen haben. Stell dir einen ganz gewöhnlichen Donnerstagabend vor. Du bist müde, ein langer Tag liegt hinter dir. Du sagst dir, morgen koche ich wieder, also bestellst du. Essen, Liefergebühr, Trinkgeld, Servicepauschale, zusammen fast 25 € für eine Mahlzeit. Freitag dieselbe Geschichte, Sonntag vielleicht noch mehr, dazu ein Getränk, ein Dessert. Keine dieser Entscheidungen fühlt sich wie eine Entscheidung an, sie fühlt sich automatisch an, wie Atmen. Und dann kommt das Monatsende. Du öffnest den Kontoauszug und schwörst dir, es könne unmöglich so viel gewesen sein. Du hättest mit 200 € gerechnet, es waren 400, vielleicht mehr, allein für Essenslieferungen. Diese Lücke zwischen dem, was du zu geben glaubst, und dem, was du wirklich gibst, ist genau der Ort, an dem dein Vermögen leise verschwindet. Und es ist nicht nur das Essen, es sind die Cafés, die vergessenen Abos, die kleinen spontanen Käufe, die sich am Monatsende zu einer Summe addieren, die niemand einzeln so eingeplant hätte. Nichts davon fühlt sich im Moment gefährlich an. Genau das ist der Trick. Macht wird selten in einem großen Schlag genommen, sie wird durch hunderte kleine genommen. Viele Menschen reagieren auf diese Erkenntnis zunächst mit Scham, als hätten sie versagt. Das ist die falsche Reaktion. Die richtige Reaktion ist Neugier, nicht Selbstverurteilung. Es geht nicht darum, dich für vergangene Ausgaben zu bestrafen. Es geht darum, ein Muster sichtbar zu machen, das vorher unsichtbar war, damit du ab jetzt bewusst wählen kannst, statt automatisch zu funktionieren. Du brauchst dafür kein aufwendiges System. Eine App, eine Tabelle, sogar deine Notizen-App reicht völlig aus. Nicht das Werkzeug zählt, sondern die Handlung selbst. Denn sobald du deine Zahlen klar vor dir siehst, passiert etwas Unbequemes. Du kannst dir selbst nicht mehr etwas vormachen. Die Zahlen kümmert es nicht, welche Geschichte du dir erzählst. Sie sagen, so viel gebe ich doch gar nicht aus, das bildest du dir ein. Schwacher Weg. Dem Gefühl glauben, nicht nachsehen, im nächsten Monat genauso weitermachen. Starker Weg. Einmal im Monat wirklich alle Ausgaben an einem Ort zusammenführen und die Summe pro Kategorie ansehen. Auch die unangenehmen Zahlen, gerade die unangenehmen. Zahlen zeigen Muster und Muster zeigen Identität. Ob du in deinen 20ern für Dinge ausgibst, die du kaum benutzt, oder in deinen 40ern dich fragst, wo Jahre an Einkommen geblieben sind, die Erkenntnis ist dieselbe. Du bist nicht wirklich pleite, du warst nur nachlässig, auf eine Weise, die du nie hinterfragt hast. Diese Ehrlichkeit ist unbequem und genau deshalb wirkt sie. Nicht Motivation bringt echte Disziplin hervor, sondern Unbehagen. Der Moment, in dem du eine Zahl siehst, die du nicht mehr wegerklären kannst. Sobald du das gesehen hast, kannst du es nicht mehr ungesehen machen. Und genau das ist der Hebel, den du brauchst, bevor du überhaupt an die nächste Ebene denken kannst. Führe diesen Kontoauszugspiegel mindestens einmal im Monat, nicht nur einmalig aus Neugier. Ein einziger ehrlicher Blick verändert nichts dauerhaft. Ein wiederholter monatlicher Blick verändert alles, weil er aus einer einmaligen Erkenntnis eine feste Gewohnheit macht. Mit der Zeit wird dieser Blick sogar schneller. Was am Anfang eine Stunde Sortierung und Unbehagen bedeutet, wird nach ein paar Monaten zu einem kurzen, fast beiläufigen Check. Nicht weil weniger zu sehen wäre, sondern weil du gelernt hast, worauf du achten musst und wo deine eigenen Muster liegen. Schreib es unten in die Kommentare, wenn du deine erste ehrliche Kategorie schon kennst. Ich habe meine Lücke gefunden. Reibung vor dem Zugriff. Sobald du beginnst, dich selbst zuerst zu bezahlen und deine Ausgaben klar zu sehen, passiert etwas Interessantes. Dein Konto füllt sich ein wenig und mit ihm wächst eine neue Versuchung. Du denkst, ich war doch diszipliniert, ich habe mir das verdient. Und aus einer einzigen kleinen Entscheidung werden schnell 2, dann 5, dann 10, bis Monate an Fortschritt still verschwunden sind.
Das ist keine moralische Schwäche. Es ist ein vorhersehbarer psychologischer Mechanismus. Sobald ein Ziel erreichbar nah scheint, sinkt die gefühlte Dringlichkeit, es weiter zu schützen. Der erste sichtbare Erfolg wird paradoxerweise oft zum größten Risiko, weil er das Gefühl erzeugt, die Arbeit sei bereits getan. Die meisten Menschen glauben, sie bräuchten mehr Selbstbeherrschung. Das stimmt nicht. Sie brauchen Reibung, Distanz, eine Barriere zwischen sich und ihrem eigenen Impuls. Denn wenn dein Geld leicht zugänglich ist, ist es auch leicht zu verlieren. Es braucht nur einen späten Abend, eine emotionale Entscheidung, einen einzigen Moment von „Ich habe mir das verdient" und alles beginnt zu rutschen. Die Verhaltensökonomen Richard Thaler und Shlomi Benazi entwickelten dafür 2004 ein Programm, das heute als eines der einflussreichsten Beispiele der Verhaltensökonomie gilt: Save More Tomorrow. Angestellte verpflichteten sich im Voraus, künftige Gehaltserhöhungen automatisch zu einem festen Anteil in ihre Altersvorsorge fließen zu lassen. Nicht sofort, sondern erst ab dem nächsten Gehaltssprung, sodass sich nichts am aktuellen Nettoeinkommen änderte. Das Ergebnis war eindeutig. Die Sparquote der Teilnehmer stieg über mehrere Jahre hinweg drastisch an, deutlich stärker als bei jeder Gruppe, die lediglich gebeten wurde, mehr zu sparen. Der Unterschied lag nicht in mehr Willenskraft. Er lag darin, dass die Entscheidung einmal im Voraus getroffen wurde, automatisch, ohne dass sie jeden Monat neu gegen die Versuchung verteidigt werden musste. Was diese Studie so wirksam macht, ist der Zeitpunkt der Entscheidung. Niemand musste sich in einem schwachen Moment mit knurrendem Magen und leerem Kühlschrank gegen eine Versuchung entscheiden. Die Entscheidung war längst gefallen, an einem ruhigen, unbeteiligten Tag, lange bevor die Versuchung überhaupt existierte. Genau diese Verschiebung macht den Unterschied zwischen einem Vorsatz und einem System. Übertrage das auf dein eigenes Konto. Ein einfacher, aber wirksamer Schritt. Eröffne ein zweites Konto bei einer anderen Bank als deinem Hauptkonto. Keine Debitkarte dafür, keine App auf dem Handy. Richte dann einen automatischen Dauerauftrag ein, der bei jedem Gehaltseingang einen festen Betrag dorthin überweist, und vergiss es danach bewusst. Sie sagen, ich hole mir nur dieses eine Mal etwas vom Ersparten, ich verdiene es mir doch. Schwacher Weg. Leichten Zugriff behalten. Eine Karte, eine App, einen Klick und der Versuchung regelmäßig nachgeben, bis das Konto wieder bei Null steht. Starker Weg. Das Geld bewusst unbequem erreichbar machen, sodass zwischen Impuls und Zugriff mehrere Schritte liegen, die Zeit zum Nachdenken schaffen. Außer Sichtweite wird zu außer Gedanken. Außer Gedanken wird zu unangetastet. Und unangetastet wird zu einer Summe, die ein Jahr später immer noch da ist, auch wenn du dich kaum noch an die einzelnen Überweisungen erinnerst. Das ist keine Theorie. So sparen Menschen mit durchschnittlichem Einkommen still 5-stellige Summen an. Nicht, weil sie klüger sind, sondern weil sie die Versuchung strukturell entfernt haben. Wir leben in einer Welt, die für sofortige Befriedigung gebaut ist. Ein Klick und das Geld ist weg. Auf reine Willenskraft würde sich in einer solchen Umgebung niemand dauerhaft verlassen wollen. Die eigentliche Aufgabe ist nicht, gegen die Versuchung zu kämpfen. Die eigentliche Aufgabe ist, sie strukturell zu umgehen, bevor sie überhaupt zur Wahl wird. Manche Menschen fürchten, diese Distanz mache sie unflexibel für echte Notfälle. Das Gegenteil ist der Fall. Ein separates Konto verhindert nicht den Zugriff im echten Notfall, es verhindert nur den Zugriff aus Langeweile, aus Frust, aus einem spontanen Impuls um 22 Uhr. Der Unterschied zwischen einem Notfall und einer Laune zeigt sich genau in diesen wenigen zusätzlichen Schritten, die du bewusst eingebaut hast. Ein echter Notfall wartet nicht auf einen bequemen Moment und verschwindet auch nicht, wenn du eine Nacht darüber schläfst. Eine Laune dagegen verliert oft schon am nächsten Morgen einen Großteil ihrer Dringlichkeit. Genau diese eine Nacht Abstand, die eine getrennte Bank und ein fehlender App-Zugriff automatisch erzeugen, reicht meistens aus, um den Unterschied sichtbar zu machen. Mit der Zeit verändert sich sogar dein Verhältnis zu diesem Konto. Anfangs fühlt es sich an wie eine Einschränkung, ein Ort, an dem Geld verschwindet, das du gerne hättest. Später fühlt es sich an wie ein stiller Verbündeter, der im Hintergrund arbeitet, während du dich um alles andere kümmerst. Dieser Wandel geschieht nicht durch ein einziges großes Erlebnis, sondern durch die schlichte Wiederholung, Monat für Monat. Sobald dieser erste Schutzmechanismus steht, wird der nächste Schritt einfacher, als er sich anfühlt. Denn ein geschütztes, aber ungenutztes Konto ist nur der Anfang. Die eigentliche Frage lautet, was machst du mit dem, was sich dort ansammelt? Stilles Vermögen. Die meisten Menschen glauben, Reichtum sei laut. Autos, Kleidung, Urlaube, Status. Sichtbare Zeichen, die zeigen sollen, ich habe es geschafft. Aber diese Zeichen sind genau das, Zeichen, nicht Substanz. Und Zeichen ziehen Aufmerksamkeit an. Aufmerksamkeit erzeugt Druck.
Druck führt zu schlechten Entscheidungen. Die Forscher Thomas Stanley und William Danko untersuchten in den 90er Jahren systematisch, wie tatsächliche Millionäre in den USA wirklich leben und veröffentlichten ihre Ergebnisse 1996 unter dem Titel The Millionaire Next Door. Das Bild, das dabei entstand, widersprach fast jeder Erwartung. Die meisten echten Millionäre lebten unauffällig, fuhren gebrauchte Autos, kauften keine teuren Statussymbole, während viele Menschen mit sichtbar teurem Lebensstil ein deutlich geringeres tatsächliches Nettovermögen hatten. Diese Untersuchung traf viele Leser hart, weil sie ein tief verankertes Bild zerstörte. Die Vorstellung vom Millionär im Sportwagen vor der Villa stammt selten aus echten Vermögensdaten. Sie stammt aus Werbung, aus Filmen, aus einem kollektiven Bild, das Konsum mit Erfolg gleichsetzt, obwohl die Daten immer wieder das Gegenteil zeigen. Stell dir 2 Menschen vor, die etwa gleich viel verdienen. Der eine fährt ein 10 Jahre altes, schuldenfreies Auto und investiert konsequent jeden Monat. Der andere fährt einen brandneuen Wagen auf Kredit und lebt von Gehalt zu Gehalt. Objektiv verdienen beide ähnlich, aber einer von ihnen ist frei, der andere ist gefangen von einem Bild, das er aufrechterhalten muss. Das siehst du überall, wenn du genau hinschaust. Eine Softwareentwicklerin mit solidem, aber nicht spektakulärem Gehalt lebt 5 Jahre lang bewusst einfach und baut in dieser Zeit ein solides Portfolio auf. Ein Kollege mit doppeltem Einkommen rüstet in derselben Zeit Auto, Wohnung und Lebensstil kontinuierlich auf und steht am Ende gestresster und abhängiger da als sie. Gleiche Welt, unterschiedliche Ergebnisse. Nicht wegen des Einkommens, wegen der Disziplin dahinter. Sie sagen, ein Kollege liest gerade ein neues Auto, das würde mir auch gut tun. Schwacher Weg, dem Statusdruck nachgeben, um nicht zurückzustehen und die monatliche Rate irgendwie ins Budget quetschen. Starker Weg, bewusst beim einfacheren, bereits abbezahlten Auto bleiben und die frei gewordene Summe stattdessen investieren. Unsichtbar für andere, aber wirksam für dich. Nenn es stilles Leben. Du machst dein Leben bewusst günstiger, als es sein müsste. Nicht, weil du den Verzicht genießt, sondern weil du den Vorteil dahinter kennst. Während andere sofort zugreifen, verschiebst du bewusst die Belohnung. Mit der Zeit wächst der Abstand zwischen euch. Nicht dramatisch, leise. Alte Vermögen haben das seit jeher verstanden. Sie blieben nicht wohlhabend, indem sie es zeigten, sondern indem sie es schützten. Sichtbarkeit lädt zur Einmischung ein. Von Verkäufern, von Erwartungen, von Menschen, die dich um Geld bitten, weil sie glauben, du hättest genug davon übrig. Stille dagegen schützt Fortschritt, unbemerkt und ungestört. Das bedeutet nicht, dass du dich verstecken oder nie wieder etwas genießen sollst. Es bedeutet, bewusst zu wählen, wofür du sichtbar Geld ausgibst und wofür nicht. Ein bewusst gewählter, seltener Luxus fühlt sich völlig anders an als ein dauerhafter Lebensstil, der nur aufrechterhalten wird, um vor anderen gut dazustehen. Es gibt einen einfachen Test, um beides zu unterscheiden. Frag dich bei der nächsten größeren Anschaffung ehrlich, würde ich das genauso kaufen, wenn niemand außer mir es je sehen würde? Bei einem bewussten Luxus lautet die Antwort meistens ja. Bei einer Statusanschaffung lautet sie meistens nein. Und genau diese Ehrlichkeit ist der eigentliche Kompass, nicht ein starres Verbot bestimmter Ausgaben. Das ist der eigentliche Luxus, den niemand sofort erkennt. Sich keine Sorgen über einen unerwarteten Betrag machen zu müssen, über die eigene Zeit verfügen zu können, Nein sagen zu können, ohne dass es das Budget sprengt, ruhig schlafen zu können, weil dein Leben nicht auf Pump finanziert ist. Das ist nicht Lärm, das ist Substanz. Jetzt leg die 4 Teile zusammen. Dich selbst zuerst zu bezahlen entscheidet, wohin dein Geld überhaupt zuerst fließt. Der Kontoauszugsspiegel zeigt dir, wo es sonst unbemerkt verschwindet. Reibung vor dem Zugriff schützt, was du bereits aufgebaut hast, vor deinem eigenen Impuls. Stilles Vermögen sorgt dafür, dass dieser Aufbau nicht durch sichtbaren Konsum wieder aufgezehrt wird. Keiner dieser 4 Schritte ist für sich spektakulär. Keiner davon fühlt sich wie ein großer Durchbruch an, wenn du ihn zum ersten Mal umsetzt. Aber genau das war schon bei Rockefellers erstem Eintrag in Ledger A der Fall. Ein einziger Cent, notiert von einem 16-Jährigen, der niemand außer ihm selbst für bedeutsam hielt. Der Preis der Kontrolle. Sei ehrlich mit dir, denn dieser Weg hat einen Preis und ihn zu verschweigen wäre unredlich. Am Anfang fühlt er sich enger an, nicht freier. Du legst Geld beiseite, das du früher ausgegeben hättest, und in den ersten Wochen spürst du diese Verknappung deutlicher als jeden zukünftigen Vorteil. Manche Menschen um dich herum werden das nicht verstehen. Wer bewusst einfacher lebt, obwohl er es sich anders leisten könnte, wird manchmal seltsam angeschaut, manchmal sogar belächelt. Das ist unangenehm und niemand sollte dir sagen, dass es das nicht ist. Aber es lohnt sich, genau hinzusehen, woher dieser Blick eigentlich kommt.
Du wirst in den ersten Monaten wahrscheinlich Zweifel spüren, ob sich der Verzicht überhaupt lohnt, wenn die Zahlen noch klein sind. Das ist normal. 20 oder 50 Euro im Monat fühlen sich nicht wie Freiheit an, sie fühlen sich nach wenig an. Aber sie sind nicht die Rendite, sie sind die Übung, die dich zu jemandem macht, der überhaupt investiert, bevor die Summen größer werden. Es gibt Monate, in denen es leichter fällt, aufzugeben, als weiterzumachen. Wenn ein Freund eine große Anschaffung feiert, während du bewusst zurückhältst, oder wenn eine Rechnung kommt, die dein kleines Polster fast vollständig aufbraucht. Genau in diesen Momenten entscheidet sich, ob aus der Übung eine echte Gewohnheit wird oder ein guter Vorsatz, der beim ersten Gegenwind aufgegeben wird. Und dann, langsam, verändert sich dieses Gefühl. Aus Verzicht wird Gewohnheit, aus Gewohnheit wird Identität. Du hörst auf, dich als jemanden zu sehen, der nur von einem Gehalt abhängt und beginnst dich als jemanden zu sehen, der Optionen, Schichten, Rückhalt hat. Das ist kein Zufall, das ist die Konsequenz jeder einzelnen kleinen Entscheidung, die du zuvor getroffen hast. Du wirst manche Anschaffung nicht machen, die andere machen, aber du wirst nicht mehr jeden Monat zittern, wenn eine unerwartete Rechnung kommt. Du wirst manchen Statuswettlauf nicht mitgehen, aber du wirst schlafen, ohne dass dein Leben auf Kredit finanziert ist. Du wirst nach außen unauffälliger wirken, aber innerlich wirst du ruhiger sein als fast jeder, der lauter lebt als du. Ein guter Prüfstein für diesen Weg. Beobachte, ob du beginnst, Ausgaben zu hinterfragen, die du früher automatisch getätigt hast. Beobachte, ob dein Kontostand am Monatsende weniger Überraschungen bereithält als früher. Beobachte, ob du eine unerwartete Rechnung inzwischen mit Ruhe statt mit Panik betrachtest. Das sind keine spektakulären Zeichen, das sind die einzigen, die wirklich zählen. Und genau hier schließt sich der Kreis zu dem, womit dieses Video begonnen hat. Dein Gehalt war nie das eigentliche Problem, dein System war es. Und ein System, einmal gebaut, arbeitet weiter, auch an den Tagen, an denen du nicht daran denkst. Während du schläfst, während du arbeitest, während du an ganz andere Dinge denkst als an dein Konto. Denk noch einmal an Machiavellis Beobachtung vom Anfang. Nicht das Gold selbst ist der Kern der Stärke, sondern das, was dahinter aufgebaut wurde. 4 kleine, unspektakuläre Gewohnheiten sind genau dieses dahinter. Unsichtbar für jeden, der nur auf dein Gehalt schaut, aber entscheidend für alles, was daraus wird. Schreib es unten in die Kommentare, wenn du bereit bist, dieses System zu bauen. Ich wähle Kontrolle statt Status. Und wenn dich dieses Video dazu gebracht hat, dein eigenes Verhältnis zu Geld neu zu überdenken, abonniere den Kanal. Im nächsten Teil geht es darum, wie du dieses System auch dann verteidigst, wenn das eigene Umfeld dich zurück in alte Konsummuster ziehen will.